maybe write something about the grandfather of Manu, but I couldn't write about his friend, the best friend of the grandfather, because even Manu might not know this best friend, and he could maybe tell me something about him, but not a lot, so I wouldn't have contact to him, so I couldn't write something about him. So ist der Gedanke über Jesus, wo sie sagen, okay, wenn du jetzt nicht wirklich Jesus gekannt hast, dann ergibt das keinen Sinn, dass du über ihn schreibst. So that's the same as we see it with Jesus. If you didn't know him, then why do you have the right to write about him? Und so wurden auch grob das gehandhabt mit den Briefen. Man musste schauen, in welchem Jahrhundert wurde das ungefähr verfasst und wer war der Autor, hatte der jetzt, wie nah an der Quelle war der? So this was the same concept that they took for the letters. They asked in which century is that written and who was it that wrote the letter. Genau. Und genau, deswegen wurde da so ausgewählt, wie das jetzt heutzutage in unserem Neuen Testament ist. Brauchst du nicht nachschreiben. So that's how the New Testament came together as we have it today. Man hat genau Kriterien angelegt und gesagt, okay, was ist gut, was ist auf jeden Fall richtig und wo müssen wir sonst abschneiden und sagen, nee, das können wir nicht als Grundlage für die Kirche verwenden. So there were a few criteria how to choose the books for the New Testament, and the question was, for example, what is important for the church and what don't we have to write down. Und um diese Zeit, nur wenige Jahre später, wenige Jahrzehnte später, wurde Rom so wichtig und Latein, dass man gesagt hat, okay, die Septuaginta, die brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht mehr. Das ganze Griechische, lasst uns das doch alles einmal ordentlich ins Latein übersetzen. So years later, they decided we need to translate the Septuagint into the Latin language because, Greek is not that important anymore. We need to have it in Latin. Und deswegen wird die Vulgata aufgesetzt. So that's why they wrote the Vulgate. Vulgate is called Vulgate. Und das ist die Bibel für das Volk. That's the Bible Latin. for the people. Is that the Old and New Testament or just That is the Old and New Testament, yes. Alles im Lateinischen. So it's the Old and New Testament, only written in Latin. The Vulgate. Und für die nächsten 1000 Jahre ist das die Übersetzung. So for the next 1,000 years, this is the translation. Man braucht keine andere, es gibt in den Kirchen nur diese eine Übersetzung. You don't need another one, it's only this one which you need in the churches. Was für eine Frage? War die Septuaginta dann auch Altes Testament und Neues Testament? Nein, die Septuaginta beschreibt nur das Alte Testament. Okay. So the Septuagint was only the Old Testament. Weißt du ungefähr das Jahr, wann die Vulgata Ungefähr 400. So the Vulgate was written or translated in 480. Around. Around 400. Genau. Wir haben dann 1000 Jahre Mittelalter. So now we're coming to 1,000 years of the Middle Ages. Und ein kleiner deutscher Wortwitz dazu. Im Mittelalter hatten die echt nicht die Mittelalter. Genau. Sorry, that was a short German pun that I just had to do. That is not translatable. Im Mittelalter hatten wir viele Kaiser, In the Middle Ages we had many emperors, viele Könige, many kings, viele Päpste, many popes. manche besser, manche schlechter. Some were better, others were not that good. Und wir hatten viele Bewegungen, die das Land umgewälzt haben. Many movements happened which turned the country upside down, Und changed the country. eine dieser Bewegungen war die Renaissance, war der Humanismus in der Renaissance. And one movement was, for example, the Renaissance and humanism inside the Renaissance.
Hier stellt man den Menschen ins Zentrum, der Humanismus. where you put humans, the person, in the middle of your whole view. Es ist für alles, was getan wird, ist wichtig, ist das gut für den Menschen oder nicht? The question inside this movement is it good for humans or not? Alles wird plötzlich am Menschen gemessen, was zuvor nicht so ganz da war, der Gedanke war. Everything will be measured on us as humans. And this Und- wasn't like that before. Und dieser Humanismus hält eigentlich bis heute grob an und hat wahrscheinlich uns alle sehr geprägt. And this humanism really had a big effect on even us today, and it's still kind of going on. Genau. Man merkt zum Beispiel, es hat über lange Zeit hinweg viel Denken verändert und dann irgendwann hat man gemerkt, Sklaverei zum Beispiel, das ist vollkommen bescheuert. So it changed the thinking of people for a long time, or influenced it, and then at one point people just realized, hey, to have slaves is just nonsense. Weil bei der Sklaverei werden ja manche Menschen schlecht behandelt. Because if you have slavery, some people are treated bad. Und so, in der Renaissance stellt man den Verstand und eine Hoffnung auf mehr Wissen auf ein großes Podium. So in the times of the Renaissance, you put the mind and Verstand oben? Die Hoffnung auf mehr Wissen. And the hope to know more and to gather more knowledge, you will really put that high. It's really important. Und die gebildeten Schichten zu jener Zeit sagen, aha, das Interessante ist doch nicht das Lateinische, sondern das Griechische. Was haben die alten Griechen gedacht? And for example, the intellectual people, they would ask, so Latin is not that important, but what did the old Greek people think? Man beruft sich nicht mehr auf, was man vor 5, 10 oder 100 Jahren interessant war, sondern was war vor 1000 Jahren interessant. So it wasn't important to them what was important 5 or 10 years ago, but what was important 1000 years ago. Man versucht, alte Sprachen zu lernen und so lernt zum Beispiel Luther nicht nur Latein, sondern er bezieht sich viel aufs Griechische und das Hebräische ist auch groß im Kommen. That's why you would not only learn Latin, but you would even learn Greek. For example, Luther, he learned both languages, and Hebrew was also becoming more important again. Also Luther hat zu seiner Lebenszeit war Latein so bekannt wie Englisch heutzutage. Luther hat vorgeschlagen, dass man ab und zu immer noch mal einen Gottesdienst auf Latein halten sollte, nur um die jungen Leute in ihrem Latein fit zu halten. So at Luther's time, Latin was an important language, and he, for example, suggested that you should have a Latin church service once in a while. Yeah, just to keep the Latin into the minds of the people, to help them. What's the international language? Das, Ja. das war die internationale Sprache. Und mit dem Gedanken haben immer mehr Leute gesagt, Moment, wenn jetzt aber die Bibel gar nicht auf Latein geschrieben wurde, was steht denn da dann tatsächlich? So together with that, the people said, so but if the Bible is not written in Latin, what was actually written down? Weil wenn man den Unterschied zwischen Deutsch, Englisch oder Latein sich anschaut, dann merkt man, manche Dinge kann man nicht übersetzen. So if you see the differences in the languages, for example German, English and Latin, you see there are many and you can't just translate it in an easy way, or a good way. And some things are always lost in translation. Manche Dinge werden verloren gehen in der Übersetzung. Und deswegen haben die Leute gesagt, hat Luther beschlossen, nee, ich mache jetzt eine Übersetzung für die Leute aus dem Griechischen und nicht aus dem Lateinischen. That's why Luther decided to translate out of the Greek Bible, not the Latin one, to have an accurate translation. Der hat sich 10 Wochen hingesetzt und das Neue Testament in nur 10 Wochen übersetzt. So he translated the New Testament in 10 weeks. And so he translated from Greek into Yeah, from Greek into German. German. Also hat er es vom Griechischen ins Deutsche übersetzt.
hat dabei das Deutsche neu geformt, so wie es damals noch nicht existent war, als ein Einheitsdeutsch, das man in ganz Deutschland verstanden hat. But I think some part he used the Latin also. He referred the Latin also. But he took Greek as a source in general. Yeah, general, but still he used. I mean, yeah, he knew the Latin Yeah. the best. So, like, he was super fluent in Latin. Yeah. Ja, genau. Also er hat Latein auch irgendwo bestimmt mitgespielt in dem ganzen Übersetzen, aber sein Hauptding war, aus dem Griechischen zu übersetzen. Und dann hat er später auch aus dem Hebräischen übersetzt. Das Alte Testament. What he did was mainly translating from Greek into German. Also the Latin, would have played a role in that because he knew Latin, and then later he would even translate from Hebrew into German. Und Luther hat beobachtet, die Juden zu der damaligen Zeit haben nicht wirklich die Septuaginta als Grundlage verwendet, sondern den Tenach. And Luther noticed that Jews at his time, they didn't take the Septuagint, but the Tenach. Die haben sich auch auf das Hebräische wieder zurückbezogen und deswegen hat Luther gesagt, okay, was soll ich dann mit der Septuaginta? Ich beziehe mich jetzt auch, das ist die klar prophetische Schrift, die nehme ich jetzt auch als Grundlage für meine Übersetzung. Luther saw that the people at that time, they didn't look at the Septuagint, but they looked at the Tanakh. So he also said, I want to look at the Tanakh, the Hebrew Bible, and translate this one. Und deswegen sind in allen Übersetzungen, die sich erstmal auf Luther beziehen, sind nur die alten testamentlichen Schriften enthalten, die auch im Hebräischen geschrieben wurden. And that's why in the Bibles which Luther translated and which are based on his translation, you can only find the Hebrew books of the Bible. The actual books which were Hebrew, written down in Hebrew. Genau. Und so kommen wir zu den Bibeln, wie sie heute sind. Wir haben ein altes Testament, wie es die Juden hatten, und das Neue Testament, das überprüft wurde und wo sie gesagt haben, was passt zeitlich da genau dazu. So that's how our Old and our New Testament came together with the question in the New Testament, what is important? Wir haben seit Luther viele Schriften neu gefunden, viele Abschriften der alten Bücher. From the time after Luther, we still found other scrolls, other scriptures. Also griechische Abschriften. They were Greek scriptures. Oder hebräische Abschriften. Or Hebrew ones. Und haben daran noch ein bisschen immer weiter gefeilt, was ist jetzt tatsächlich, welche Worte werden verwendet und welche nicht. And then the process was still going on to ask which words we need and which are not important. Deswegen werden Übersetzungen oft überarbeitet, zum einen um sie an die heutige Sprache anzupassen, aber auch um zu schauen, dass da wirklich die richtige Grundlage verwendet wird. So that's why still the Bible will be Revised. revised, and the words will be checked if they are really the words they should really be. Genau. So kam unsere Bibel zustande. Und jetzt haben wir Zeit für Fragen. That's how the Bible, our Bible came into existence. So now it's time for questions. So, Yeah, it's- I would encourage any questions that have come up, anything that was completely clear, any doubts or something that you might feel, just throw them out there, voice them, and then Benny and Binu and I, guests and Werner, we can try to find some answers together to those. Okay? Also ihr könnt gerne alle Fragen stellen, die ihr habt, irgendwelche Zweifel, die aufkommen, und wir werden die gemeinsam Travis, beantworten. his name is Travis. is it okay? Can I review one more time what I just heard, and also can I also something to contribute it? Ja, please contribute. Kann ich dem noch was hinzufügen, was du gesagt hast? Yeah. So, in the first century itself, the Bible it is
mostly written. Can I say in English? Is Also it in ich- English? Is it fine? Ich kann übersetzen. Aha, okay. Also es ist hauptsächlich, es ist im 1. Jahrhundert, dass die Bibel, the Bible was written, the New Testament was written, Yeah, notice it. dass das Neue Testament aufgeschrieben wurde. Sometime like Pauline letters at the right time itself is written. For example, Paul wrote to Romans. He already written and sent with the scroll. At the right time. Yeah, right time. Right time means he wrote it and he sent it. But sometime the gospel, Peter preached, and John Mark was his disciple, and he was in Alexandria. He wrote the Gospel of Mark, for example. Bei den Briefen war es so, die hat zum Beispiel Paulus diktiert und die wurden dann direkt abgeschickt. So Bei Markus Evangelium dagegen zum Beispiel war es so, Petrus hatte über das Leben von Jesus gepredigt und der Johannes Markus war bei ihm und hat das dann aufgeschrieben. Und davon haben wir das Markus Evangelium. for example, the Gospel of Matthew is written in Hebrew, like a Syriac language. Interessanterweise zum Beispiel das Matthäus-Evangelium wurde ursprünglich in einer Syriac, like that's actually Dann Hebrew and Aramaic. in einer syrischen Sprache verfasst. Das war so eine Mischung aus Aramäisch und Hebräisch. Okay. Later only it translated to Greek. Und wurde dann etwas später ins Griechische übersetzt. So And we don't have the original or any copy of the original. We just have the Greek version of it. yeah, but we have like in India, even the one of the visitor, he got the Syriac language of the Gospel of Matthew in India. So that's the reason. That was the kind of we have the oldest one. We got it. I heard about that. Yeah. So mostly the oral tradition was going on within the churches, Vieles wurde mündlich überliefert in den Gemeinden. and also the written tradition, like written things like all the Bible books. Und es wurde aber schon viel niedergeschrieben, also diese Bücher der Bibel. So I will pick up that in a minute, and I will connect it to other stories. Und da komme ich nochmal gleich dazu. Okay, there was a lot of persecution the Christians faced under the Roman Empire. Und dann in der ganzen Verfolgung, durch die Christen gegangen sind im Römischen Reich, The Constantine, and that's actually 310 or 312, and what already he has mentioned that God revealed him, and when he go for war. und dann hat Benny uns davon erzählt, wie Konstantin diese Vision hatte und wie er da unter dem Banner Christi in die Schlacht gezogen ist. I don't remember exactly the date. 12 is happened, and 312 he proclaimed that my nations. 13. Yeah? 13. 13, yeah, 13, somewhere there. He said that my nation, official religion is a Christian. Woraufhin dann das Christentum die offizielle Religion vom Reich wurde. And he observed that there are different teachings in the Christendom. Christendom means among the Christians. Und dann hat er eben gemerkt, dass es verschiedene Lehren gibt in der Christenheit. The end of the first century, the Gnostic thought, Gnosticism, arise in the different part of the Christianity. Und dann gab es so eine Lehre des Gnostizismus, die dann ganz wichtig wurde und auch das Christentum beeinflusst hat. That's actually kind of a Greek philosophy, like to the knowledge we could attain the salvation and connection with that area. Das war eine so griechische Philosophie und der Gedanke war, dass wir durch Wissen errettet werden können. Okay, I will come to that. Again, I will go with the 3 schemes in a Christianity during that time was arise. 3 schemes. Und 3 Dinge wurden dann wichtig One, it im is Christentum. the church being inaugurated, church being started in Jerusalem. Eines, was wichtig war, ist, wie die Gemeinde gegründet wurde in Jerusalem. Acts 7, we see that there was a persecution, the Stephen being stoned.
Das sehen wir zum Beispiel in Apostelgeschichte 7, wie es da Verfolgung gab, wie Stephanus gesteinigt wurde. And the Christians being scattered, then they went to Antioch. Und als die Christen dann von dort vertrieben wurden, dann kamen sie nach Antiochien. And very few people, leaders staying in Jerusalem, but Antioch became the Christian center. Und wenige christliche Leiter sind in Jerusalem zurückgeblieben, sondern Antiochien wurde zu einem wichtigen christlichen Zentrum. Even we see that Acts 13, the Paul being commissioned by the Antioch. Zum Beispiel sehen wir dann in Apostelgeschichte 13, dass Paulus aus Antiochien erstmals rausgeschickt wurde. And according to the church history, that even the Orthodox believe that the first the chair of the Peter was started from there. Und es gab auch eine Kirchentradition, dass Petrus Sitz in Antiochien war. That's the first thing. That's theology being developed in a poetical way with hymns. In those times, the Christians don't have like a Bible as we take it now. It's a scrolls, and people started to memorize things in a song. Vieles wurde zu der Zeit dann auch in Liedern weitergegeben oder mündlich auf jeden Fall. Sie hatten zwar Schriftrollen, aber nicht so eine zusammengesetzte Bibel wie wir heute, und vieles wurde also so von einer Generation zur anderen weitergegeben. And I am skipping a little more years. That's end of the Acts. We see 28. Paul, after his all 3 missionary journey, he end up in Rome. Und dann am Ende von der Apostelgeschichte, nachdem Paulus seine ganze Missionsreise gemacht hat, ist er dann in Rom. Even the Peter was also there. He been martyred under the persecution of a Nero. Paul and Peter being, martyred in Rome. Und auch Petrus kam dann zu der Zeit nach Rom, und sie beide starben für ihren Glauben in Rom. And his friend and his disciple John Mark was there, and he sent from Rome to Alexandria. John Mark. What did he say? Peter sent John Mark to Alexandria. Und Johannes Markus war dort auch bei Petrus, das war sein Kumpel, und den hat Petrus dann nach Alexandrien, nach Ägypten geschickt. And Alexandria is the center of the Greek civilization and the development. That's the reason we see that Septuagint is written BC 200 in Alexandria. Und Alexandrien war ein ganz wichtiges Zentrum von Lernen in der damaligen griechischen Welt. Und deswegen sehen wir auch, dass die Septuaginta dann eben dort in Alexandrien geschrieben wurde. The Christian community developed there. They used the language Greek. Und die christliche Gemeinschaft, die sich dort entwickelt hat, hat Griechisch benutzt. In 2nd century, the dualistic thought start from there. Und das dualistische Denken im 2. Jahrhundert startete dort. That's actually Gnosis thing, like a doticism. It means that the body is evil because God cannot be in body because body is evil. That's agnosticism? Gnosticism is a doticism. Jesus only appear but not have a body. A little bit more general. We're getting a little bit very detailed. Okay, yeah. Also da gab es dann verschiedene Irrlehren über Jesus, verschiedene Dinge, was die Leute über Jesus gedacht haben. Zum Beispiel, dass er nicht wirklich Gott war, weil Gott könnte ja nicht einen irdischen, schlechten Körper haben. So there is a scheme of different teachings happening in the Christendom that time. Okay, Antioch is a Syriac language, Aramaic or Hebrew Syriac. And in Alexandria it was a Greek language. Then we see that towards the 3rd century, we see that in Latin developed in Rome because official language of Rome was the Latin. Wir sehen also, da gab es verschiedene Lehren innerhalb von vom Christentum, von den christlichen Gemeinden. Wir haben also gesehen, da in Alexandrien, da war das Griechisch total wichtig zu der Zeit, und dann später wurde das Latein wichtiger, weil Latein war die Sprache von Rom, vom Römischen Reich. So we see Syriac language in the Antioch, and in Alexandria Greek, and Rome in Latin. Wir sehen also verschiedene Sprachen da, das Syrisch, das Griechisch und das Latein. So when he came to Constantine, there was actually this kind of different teachings going on, and the Constantine called, I think that 12
he announced that all the Christian leaders to gather in Constantinople. So that's actually important of the council. Und da gab es ganz verschiedene solche Meinungen über das Christentum und deswegen hat der Konstantin eben so ein Konzil, so ein Treffen einberufen. To come to the solution that one teaching going into the church. Damit es dann diese eine Lehre gibt in all den christlichen Gemeinden. And the main desire was that first council 325. It was to decide that when we celebrate Jesus' resurrection, in order even the crucifixion, to fix that date. Okay. Yeah. Okay. Later that Athanasius, in his that's actually connected to what I just mentioned, that the Easter day, that's actually 367 according to history. He wrote all the New Testament 27 books in his greetings. So there we find that the New Testament kind of canon. Noch was zu der Zusammenstellung von dem Neuen Testament. Der Athanasius war derjenige, der zum ersten Mal in einem Brief die 27 neutestamentlichen Bücher erwähnt hat, die wir jetzt in unserem Neuen Testament haben. Yeah, and the church, later days, the church, until the Reformation, church were using the LXS, actually Septuagint. That's with the 66 book and plus other apocryphal books. Bis zur Reformation wurde dann hauptsächlich diese Septuaginta verwendet, auch mit den Extraschriften, mit den Apokryphen. Yeah. After the Reformation, the Martin Luther chose in Jewish have a council AD 100. That's actually, you just said the name of that book, Hebrew Bible. So Martin Luther chose that. Aber Martin Luther hat eben dann die Apokryphen, diese Extraschriften auf Griechisch vom Alten Testament weggelassen, sondern hat sich auf die hebräische Tenach berufen, was wir jetzt als Altes Testament haben. Yes. In the Septuagint, is it just the Old Testament? Yes. Okay, and were books from the Apocrypha included in the Septuagint? Yeah, Oh, they were. Septuagint. Yeah, Septuagint. okay. Yeah. And Jesus and the disciple were using that LXS. Okay, is it the same thing in the Tanakh? Tanakh is later. No. That's actually the council. I forgot that council name. That was a Jewish AD 100. They choose that. Okay. Yeah, that's all. Nee, guck mal. Thank you. Oben oder unten? Yes. Ich wollte nur fragen, ob ich das richtig verstanden habe. Also war Luther der erste Deutsche, der die Bibel übersetzt hat von Hebräischen und auch von Griechischen? Ja. Er war nicht der Erste, der die Bibel übersetzt hat, aber er war der Erste, der dafür das Griechische und Hebräische verwendet hat. So Luther was not the first one to translate the Bible into German, but he was the first who used Greek and Hebrew to translate it into German. Wisst ihr, warum Luther die Apokryphen rausgeschmissen hat? Why did Luther throw out the Apocryphas? Er hat grob gesagt, dass die sind gute Bücher, aber sie sind nicht so prophetisch wie die anderen. Die haben nicht denselben Stellenwert. Und das hat er eben sich auch darauf bezogen, dass die anderen Juden das die Juden das so nicht auch ebenbürtig behandeln. He said the Apocryphas are good books, but they are not as prophetic as the other ones. So he decided to not use them. And he said the Hebrews themselves are going back to just the Tanakh. They don't hold the other books as inspired as the original Tanakh. And so he said, why should we? Er hat gesagt, wir gehen zurück zu dem Tanakh und wir nehmen die Bücher, die da drin sind und nicht die anderen, denn die sind nicht so wichtig. More questions? Ja, wisst ihr auch, warum Luther noch mehrere Bücher dazu genommen hat? Also in seiner Bibel, da gibt es ja auch die Weisheit und sowas. Also ob das auch so korrekt ist. Why did Luther decide to put other books in the Bible, for example, the wisdom literature? Ja.
Das hat Luther nicht. Also Luther hat die anderen Bücher auch übersetzt und die sind oft in lutherischen Bibeln als Ansatz mit drin, aber sie, so separiert, dass die nicht als Altes Testament mitbehandelt werden, weil in der katholischen Bibel findest du die mittendrin. Aber Luther hat sie